Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diese wunderschöne Hexagon-Tunika mit mir zu häkeln. Die Tunika ist nicht schwierig nachzuarbeiten und bereichert eure Garderobe um ein extravagantes, vielseitig einsetzbares Oberteil. Ein paar Noppenreihen als liebevolle Details an den richtigen Stellen verleihen der Tunika das gewisse Extra. Die symmetrische Farbgestaltung wird auf einer Textseite beschrieben und während des Arbeitsfortschritts genau gezeigt. Ihr braucht je nach Konfektionsgröße 2 bis 3 farblich identische vierfädige Bobbel zu jeweils 800 Metern pro Bobbel. Nähere Angaben zum verwendeten Material sowie Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros. Die Angaben für die Größen 36 bis 50 erscheinen genau dann im Video, wenn sie benötigt werden. Ihr müsst also nicht danach suchen. Bitte das Video zur Gänze anschauen und nichts überspringen, damit euch keine wichtigen Informationen entgehen. Dadurch beantworten sich in der Regel die meisten Fragen von selbst, ansonsten helfe ich natürlich gerne. Bitte habt Verständnis, dass ich für Änderungen des Designs und aller daraus entstehender Probleme aus Zeitgründen nicht zur Verfügung stehen kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nacharbeiten dieses außergewöhnlichen Modells. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich verarbeite für die beiden identischen Hälften je einen eigenen Bobbel von hell nach dunkel. Danach verbinde ich die zwei Hälften und häkle mit den Resten beider Bobbel den unteren Bund dran, zuerst von hell nach dunkel und dann umgekehrt. Je nach Konfektionsgröße kann für den Bund ein dritter Bobbel von hell nach dunkel benötigt werden. Der Farbverlauf kann natürlich auch völlig nach eigenen Vorstellungen gestaltet werden. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 7 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in den Ring, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist unser erstes Stäbchen und ich häkle noch 2 Stäbchen in den Ring. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können.
Wir haben 3 Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Wir häkeln wieder 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, das 3. Mal 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen, das 4. Mal 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein 5. Mal 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein 6. Mal 3 Stäbchen. Wir haben 6 Gruppen mit 3 Stäbchen, dazwischen immer 2 Luftmaschen und am Ende der Runde häkle ich anstatt der 2 Luftmaschen ein halbes Stäbchen in den Kopf des ersten Stäbchens. Wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Dann häkeln wir noch ein Stäbchen in die Lücke. Dann häkeln wir auf die 3 vorhandenen Stäbchen jeweils ein Stäbchen. In die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann wieder auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. In die Lücken immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Jede Kante erhält 7 Stäbchen von Lücke zu Lücke. Wieder 3 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen. Die Lücken sind immer gleich mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen, zwei Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen, in die Lücke immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen.
noch einmal 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen. Und hier am Anfang haben wir eine halbe Ecke gemacht. Hier fehlt uns die zweite Hälfte. Wir häkeln noch 2 Stäbchen in die Lücke und wir schließen mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Das Ganze wälzt sich, das muss auch so sein. Das wird später auf eine bestimmte Art zusammengelegt. Dafür ist es aber noch zu klein. Das zeige ich euch ein bisschen später. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wird im Prinzip stets wiederholt. Wir beginnen immer mit dem Ersatzstäbchen in die Lücke und wir häkeln noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke. Jetzt haben wir 7 Stäbchen als Basis. Wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. Alle Kanten müssen immer genau gleich viele Stäbchen haben. In die Ecke häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und jetzt erhalten wir von Lücke zu Lücke pro Kante 11 Stäbchen. Wir häkeln die 7 vorhandenen Stäbchen. Und mit diesen 2 Eckstäbchen hat jede Kante jetzt 11 Stäbchen. 2 Luftmaschen und alle Kanten funktionieren genau gleich. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Sehr wichtig, am Ende nicht vergessen, die zweite Hälfte der Ecke zu häkeln mit 2 Stäbchen in die Lücke. Und dann schließen wir in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einem halben Stäbchen zur Runde. Wir häkeln noch eine Runde gemeinsam. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln immer ein zweites Stäbchen in die Lücke. Pro Runde ergeben sich 4 Stäbchen mehr pro Kante. Das heißt, in dieser Runde hat jede Kante 15 Stäbchen. Die Ecken häkeln wir immer gleich mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Runde nicht vergessen, die zweite Hälfte der Ecke und dann ein halbes Stäbchen ins Ersatzstäbchen häkeln. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wird nun stets wiederholt. In jeder Runde kommen 4 Stäbchen pro Kante dazu. Und jetzt faltet ihr das so mit den gegenüberliegenden Ecken aufeinander. Diese Form bekommt dieses Teil
und das müssen wir immer wieder in Form ziehen, damit es ein schönes Eck gibt. Und wir messen vom Anfangspunkt gerade hinaus und wir häkeln so lange weiter, bis wir ein bestimmtes Maß erreicht haben. Die Maße für eure Größe schreibe ich euch oben in die Ecke. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Teil hat die gewünschte Größe erreicht. Wie gesagt, wir messen vom Anfangsring gerade hinaus und jetzt häkeln wir eine Abschlussrunde. Ich häkle wie immer zuerst das Ersatzstäbchen in die Lücke. Ich häkle wie immer ein zweites Stäbchen in die Lücke. Jetzt häkle ich eine Luftmasche. Ich lasse eine Masche aus und in die nächste Masche häkle ich eine Dreiernoppe. Wir holen einen Umschlag, wir holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal holen, ein Umschlag, den Faden ein drittes Mal holen. Wir maschen alle Fäden ab, sodass 2 auf der Nadel bleiben. Die maschen wir gemeinsam ab. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Dreiernoppe in jede zweite Masche häkeln. Dazwischen immer eine Luftmasche. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Ganz wichtig, diese Reihe muss gestretcht werden, weil das Muster ein bisschen zusammenzieht. Die letzte Noppe befindet sich auf dem vorletzten Stäbchen. Ein Stäbchen bleibt übrig. Wir häkeln eine Luftmasche. Wir häkeln wie gewohnt die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir häkeln eine Luftmasche und beginnen auf dem zweiten Stäbchen wieder mit den Noppen. Und die Ecken sind wie gewohnt. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Runde zu Ende gehäkelt. Am Ende wie gewohnt 2 Stäbchen in die Lücke und mit einem halben Stäbchen zur Runde schließen. Und wir befinden uns hier auf der schönen Seite und jetzt klappen wir die Tunika so zusammen, sodass sich die weniger schöne Seite jetzt außen befindet und jetzt schließen wir hier die Schulternaht bis zum Halsausschnitt und hier lasse ich für die Größe 40-42 circa 9 cm offen, die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Wir häkeln zunächst eine Luftmasche und dann in die Ecke durch beide Teile durch eine feste Masche. Und dann häkeln wir in diese 2 Eckstäbchen feste Maschen. Achtet darauf, dass die Teile genau zusammenpassen. Und dann häkle ich in jede Lücke eine feste Masche und immer durch die Noppen durch eine feste Masche. Wie gesagt, hier muss ein Stück für den Halsausschnitt offen bleiben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe die Naht geschlossen und das Teil auf die schöne Seite umgedreht. Die Naht müsst ihr stretchen und auch schön in Form ziehen. Und dann legt ihr das Teil so hin wie ich und wir beginnen unter dem Arm mit dem Ärmelbündchen einfach dem gleichen Mubbel weiterarbeiten. Und ich beginne hier in einer Noppe. Ich hole den Faden durch. Ich verknote den Faden. Ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle das Ersatzstäbchen in diese Noppe hinein. Und dann häkle ich in jede Noppe ein Stäbchen. Wir halbieren ungefähr die Maschenzahl. Und das machen wir bis zur Schulternaht. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Naht angekommen. Hier ist die letzte Noppe. Hier haben wir 2 Stäbchen. Ich springe von der Noppe direkt zu den 2 Stäbchen und häkle 2 Stäbchen. Dann häkle ich in die Lücke vor der Naht ein Stäbchen, in die Lücke nach der Naht ein Stäbchen, 2 Stäbchen auf die Eckstäbchen und dann wieder auf jede Noppe ein Stäbchen. Insgesamt brauchen wir eine gerade Anzahl Stäbchen. Das können wir am Ende der Runde regeln. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Bei mir haben sich bis hierher 47 Stäbchen ergeben. Die Zahl kann bei euch anders sein. Wichtig ist, dass wir eine gerade Zahl haben und deshalb häkle ich in die letzte Lücke noch ein Stäbchen, sodass ich eine gerade Anzahl habe. Und dann schließen wir in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt häkeln wir wieder das Noppenmuster und die erste Noppe machen wir so. Ich ziehe den Faden etwas länger, ich hole einen Umschlag, hole den Faden durch, mache noch einen Umschlag, hole den Faden durch und masche alle Fäden ab. Und diese erste Noppe braucht noch eine Luftmasche und dann noch eine Luftmasche für den Abstand. Und dann häkeln wir in jedes zweite Stäbchen eine Dreiernoppe und eine Luftmasche für den Abstand. Eine Masche auslassen und so weiter. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Hier bleibt eine Masche übrig. Wir häkeln noch eine Luftmasche und schließen in den Kopf der ersten Noppe mit einer Kettmasche zur Runde. Und dann häkeln wir in die Noppe wieder das Ersatzstäbchen und dann häkeln wir in jede Lücke ein Stäbchen und in jede Noppe ein Stäbchen. Und es muss dabei dieselbe Zahl herauskommen wie in der vorherigen Stäbchenreihe. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe dieselbe Anzahl Stäbchen gehäkelt wie in dieser Stäbchenreihe und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Ich habe das Bündchen ab hier gemessen, circa 15 cm lang gemacht. Und den Faden noch nicht abschneiden, den brauchen wir noch. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Noppenreihe vorläufig geendet. Und jetzt häkle ich in die erste Noppe zuerst eine Luftmasche und dann eine feste Masche, dann eine feste Masche in die Lücke, dann häkle ich 3 Luftmaschen und in diese beiden Maschenglieder häkle ich eine Kettmasche, dann wieder eine feste Masche in die Noppe, eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen und in diese beiden Maschenglieder eine Kettmasche und das mache ich einmal rundherum. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde endet mit einem Picot und dann schließen wir in die erste feste Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Wir häkeln noch eine Luftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Und jetzt nehmt ihr einen neuen Bobbel und macht genau dasselbe Teil noch einmal, genau gleich wie dieses. Und die beiden Teile kommen dann später so zusammen. Und wenn ihr beide Teile gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wenn ihr beide Teile angefertigt habt, legt ihr sie so wie ich auf den Tisch. Die schöne Seite befindet sich außen. Und dann klappen wir hier diese Teile auseinander und wir schließen jetzt die rückwärtige Naht und die schließen wir in einem durch, ganz von unten nach oben. Und ich empfehle hier die Naht zunächst mit ein paar Klammern zu fixieren. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Naht mit ein paar Klammern fixiert und wir beginnen in der Ecke. Wir stechen durch beide Lücken durch. Wir holen den Faden durch. Wir verknoten den Faden. Wir stechen noch einmal durch beide Lücken durch, holen den Faden durch und häkeln eine Luftmasche und dann in dieselbe Lücke eine feste Masche. Dann schließen wir zunächst diese beiden Stäbchen am Rand und ihr müsst aufpassen, dass beide Teile ganz genau zusammenpassen. Immer kontrollieren, dass die zwei Hälften genau zusammenpassen. Und dann häkle ich
in die Lücke eine feste Masche und immer durch die Noppen eine feste Masche. Und oben enden wir wieder mit diesen 2 Stäbchen hier und dann in der Lücke. Und wenn ihr diese Naht geschlossen habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die rückwärtige Naht geschlossen und schön in Form gezogen. Und jetzt müsst ihr die Tonika umdrehen und die vorderen Kanten zusammengeben. Und wieder die Naht schließen von unten nach oben, aber diesmal lassen wir am oberen Rand circa 10 cm offen. Und ansonsten funktioniert es genau gleich wie die rückwärtige Naht. Also ganz wichtig, hier ungefähr 10 cm offen lassen, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auch die vordere Naht geschlossen. Hier ist oben, hier habe ich ein Stück freigelassen, damit der Kopf gut durchpasst. Und jetzt habe ich von beiden Bobbeln noch einen Rest übrig und die verwende ich für den unteren Teil. Und hier beginne ich auf der Seite. Ich steche in eine Lücke ein, hole den Faden durch, verknote den Faden, ich steche in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle in dieselbe Lücke das Ersatzstäbchen. Und dann häkle ich in jede Noppe ein Stäbchen und in jede Lücke ein Stäbchen, in jede Noppe ein Stäbchen, in jede Lücke ein Stäbchen. Und hier, wo die Teile zusammenkommen, hier auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und hier in die Lücken ebenfalls ein Stäbchen. Und insgesamt rundherum brauchen wir eine gerade Anzahl Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen. Hier habe ich in die Lücken jeweils ein Stäbchen gehäkelt und jetzt funktioniert das genau gleich wie hier bei den Ärmeln. Es ist dasselbe Muster. Wir häkeln abwechselnd eine Reihe Noppen und eine Reihe Stäbchen und ganz zum Schluss wieder diese Reihe mit den Picots. Und wie lang ihr das macht, bleibt euch natürlich überlassen. Am besten macht ihr eine Anprobe und schaut, wie lang ihr die Tonika haben wollt. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie lang sie jetzt schon ist. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann ist unsere Hexagon-Tonika fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt,
könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.